Ein wunderschönes Wochenende. Ihr Show Mo von VR, ich bin Mo Tensen und hier sind die PlayStation VR. Winzige News und Sales vor allen Dingen. PlayStation VR 2 Spiele sind im Sale. Ich werde euch in diesem Video eine Liste machen mit allen Titeln, die im Sale sind und alles, was ich weiß, darüber schnell zusammenfassen, euch ein winziges Review machen und dann könnt ihr euch entscheiden, ob das was für euch ist. Wie immer, wenn ihr mehr über die Spiele wissen wollt, dann geht einfach auf YouTube in die Suche Mo von VR und den Namen des Spiels. Dann kriegt ihr komplette Reviews oder Let's Plays von mir, wo ich eigentlich am Ende auch immer noch ein Fazit erzähle. Also könnt euch das in Ruhe angucken. Jetzt soll es sehr schnell und kurz gehen. Falls euch dieser Service gefällt, wäre ich sehr happy mit einem Däumchen nach oben unter diesem Video. Abonniert ruhig den Kanal, denn sowas passiert hier ständig. Und jetzt geht's einfach mal los. Brille auf, setz die Brille auf, setz die Brille auf. So, wie schon beim letzten Mal gucken wir aber noch schnell, was an neuen Einträgen im PlayStation VR 2 Store gelandet ist. Und da haben wir Madison VR, ja, ein neuer Horrortitel, ist erstmal drin, gibt noch keinen konkreten Termin. Dann haben wir Happy Funland. Das klingt auch nach der üblichen Minispielsammlung. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht die Luft anhalten. Auch noch kein Termin, aber es ist halt drin. Interessant und auch jetzt im Store fest drin. Green Hell VR. Wir wussten, dass es kommt und jetzt ist es eine Frage der Zeit, wann das passiert. Das Spiel habe ich schon auf dem PC und auf der Quest mal angetestet in VR. Machte auf beiden Plattformen sehr guten Eindruck. Das ist ein richtig schönes Survival-Abenteuer. Können wir uns drauf freuen. Das ist auch komplett neu. Tennis on Court. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen casual, aber schauen wir mal. Dann habe ich auch noch eine sehr schöne brandheiße News, denn Until You Fall, das hatte schon ein paar merkwürdige Ereignisse in den letzten Tagen. Ja, es war schon mal im Storm und dann wieder weg und irgendwo ist was schiefgelaufen. Jetzt hat der Entwickler offiziell gesagt, ja, es kommt. Until You Fall hatten wir schon für die PlayStation VR 1, aber da war ich ein bisschen angry, denn das Spiel sieht auf dem PC wirklich, wirklich cool aus. Es ist ein Schwertkampf-Roguelike, was echt Spaß gemacht hat und vor allen Dingen aber, wie gesagt, auch durch sein Aussehen irgendwie beeindruckt hat. Und die PlayStation VR-Version hat aber die Grafik von der Quest-Version übernommen. Ja, da war halt alles low und runtergedampft. Fand ich nicht so gut. Jetzt kriegen wir eine PlayStation VR 2 Version. Jetzt ist die spannende Frage, kriegen wir einfach nur einen Port der PlayStation VR 1 Version auf die PlayStation VR 2 oder, was ich erwarten würde, ein PlayStation Port von der PC-Version, ja, die wirklich extrem geil aussah und dann natürlich auf unserem schönen PlayStation VR 2 ULED-Display absolut fantastisch aussehen müsste. Drückt mal bitte alle mit die Daumen. Die Entwickler haben nicht auf Twitter geschrieben, es kommt sogar schon Ende dieses Monats. Yeah. Und damit übrigens auch eine neue Release noch diesen Monat. Werde ich nachher mal in dem PlayStation VR 2 Releases im Juni Listen-Ding nachtragen. Schöne Geschichte, freue ich mich sehr drauf. Und dann gibt es auch noch einen kompletten Release, der letztens passiert ist. Der ist echt an mir vorbeigegangen. Trip A New Way to Meditate für saftige 60 €. Ja, das sind eben mal AAA-Preise in VR. Ich glaube nicht, dass der so abliefern wird, wie der Preis es uns erzählt. Mal sehen, ob ich da über irgendwelche Informationen finden kann. Dann werde ich sie euch natürlich geben. Ich würde es jetzt erstmal nicht holen. Und jetzt fangen wir den Sale an mit einer kleinen Nachholung. Beim letzten Mal habe ich offensichtlich No Man's Sky vergessen. Ja. Der letzte Sale läuft nämlich noch, der geht bis zum 13. Und No Man's Sky ist da auch drin. Vielleicht liegt es daran, dass diese Sales sich an die PlayStation VR 2 Freunde richten und die No Man's Sky Version auf der PlayStation VR 2 ist leider scheiße. Ja, sie sieht echt furchtbar aus. Ich habe mir letztens den Spaß gemacht und nochmal die PSVR 1 Version angeguckt auf einer PlayStation 5 mit der alten Brille und es sieht echt besser aus. Ich hoffe immer noch inständig, dass wir eines Tages einen Patch kriegen. Man kann es natürlich auch in Flat spielen. Ihr habt jetzt die Information, dass es gerade nur die Hälfte kostet. Macht was draus. Und jetzt der tatsächliche momentane echte Sale. Der geht bis zum 22.06. Ihr habt also noch ein paar Tage Zeit, euch das in Ruhe zu überlegen. Wir starten mit Synth Riders und zwar mit dem kompletten Musikpaket. Ja? Also das ist alles, was es an Synth Rider Musiken gibt. Bei uns im Discord sind sie total verrückt nach Synth Riders. Das hat seit Release nicht aufgehört. Scheint was zu taugen. Ich hatte es ja getestet und es sah wirklich, wirklich toll aus auf der PlayStation VR 2. Technisch alles fein, optisch großartig und es ist ein wunderschönes Rhythmusspiel mit sehr, sehr hohem Fitnessfaktor. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt und sämtliche Musiken dazu haben wollt, dann muss man allerdings auch raustun. Normalerweise 89,99, jetzt für 71,99 zu haben, ist immer noch eine Menge Geld, aber wir werden 20% gespart. Das beliebte Puzzling Places. Ihr sitzt da und puzzelt dreidimensionale Sachen zusammen. Dafür gibt es unendlich viel zukaufbaren Content. Ja, ganz viel, kommt ständig was Neues raus. Da wird euch auf jeden Fall nicht langweilig. Aber auch für den Preis von im Moment 17,99 € wird natürlich ordentlich was mitgeliefert. Man hat verschiedene Schwierigkeitsgrade und kann teilweise so ein Häuschen hier aus bis zu 400 Teilen zusammenpuzzeln. Das Ganze ist super chillig und macht so ein
ganz nettes Klick, wenn man die Teile zusammenführt und dann auch so einen beruhigenden Ton, wenn man die Gebäude zusammengebaut hat und die Ohren ranhält, dann macht es auch Geräusche, die zu den Gebäuden passen und insgesamt sehr, sehr nett. Ich fand es technisch jetzt nicht absolut auf der Höhe, aber das geht klar. Der gute alte Job Simulator. Ja, eine Geschichte, um die ich mir seit 2016 drumherum gedrückt habe. Ich habe es nie gespielt, warum auch immer. Und der kommt jetzt statt 20 € mit 13,99 €. Es ist eigentlich eine Ansammlung von super witzigen Minispielchen. Nicht mal ganz frisch, aber falls ihr es noch gar nicht gemacht habt, immer sehr beliebt gewesen. Der direkte Nachfolger von Job Simulator war Vacation Simulator. Auch hier wieder lustige Minispielchen, Abenteuer mit den witzigen Robotern. Diesmal sind wir im Urlaub. Es gab dann dafür aber noch ein DLC. Da konnte man dann im Urlaub auch wieder arbeiten. Sehr schön. Einen kostenlosen DLC. Statt 29,99 € jetzt für 20,99 €. Der inoffizielle Nachfolger ist dann Cosmonius High. Das habe ich mir konkret angeguckt auf der PlayStation VR 2 und es ist sehr, sehr bunt, auch wieder sehr ulkig und technisch eigentlich sehr brillant. Aber es ist halt schon Geschmackssache, ne? Es ist mehr so eine Erfahrung als ein klares Spielchen, aber trotzdem ganz nett. Statt 30 € jetzt für 20,99 €. Könnt ihr mal reingucken. Die Mutter der Videospiele. Mein PlayStation 4 Spiel des Jahres 2020, wenn ich mich nicht täusche. The Walking Dead Saints and Sinners hat mich komplett weggeblasen. Es ist ein super fantastisches Action-Game, spielt im Walking Dead-Universum, allerdings nicht von den Filmen, sondern von den Comics. Erzählt eine wundervolle Geschichte. Es geht circa 18 bis 20 Stunden. Man kann dann aber noch weiterspielen, das ist noch nicht Schluss, dann ist nur die Geschichte irgendwann mal zu Ende. Und die ganze Mechanik des Spiels ist einfach der Knaller. Als das dann für die PlayStation 5 auch released wurde, war ich sehr, sehr froh, ja, weil es da auch nochmal technisch richtig glänzt. Und durch die neuen Controller und bessere Technik ist natürlich alles noch besser und tollerer geworden. Absoluter Knallertitel. Was ich besonders mag, ist, dass man, wenn man auf Missionen geschickt wird, in so kleinen Leveln landet, um die Mission zu erfüllen. Und da ist man aber nicht linear. Ja? Das ist tatsächlich so ein Sandbox-Ding. Wie ihr euch da durch die Gegend bewegt, ist euer Ding. Ihr könnt die Aufgabe erledigen, indem ihr schleicht. Ihr könnt euch mit anderen Parteien zusammentun, ihr könnt Brute Force reingehen, ihr könnt die verschiedenen Fraktionen in dem Spiel gegeneinander ausspielen und euch dann das, was ihr braucht, schnappen und abhauen. Es gibt so viele Möglichkeiten und die ganze Spielmechanik, das Trefferfeedback der Zombies etc. ist einfach großartig. Eines der besten VR-Spiele, das ich kenne, tatsächlich. Jetzt für 35,99 statt 40 €, für PlayStation Plus-Mitglieder sogar nur 30. Aber es gibt ja inzwischen auch den Nachfolger, ja? Nämlich The Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2. Falls ihr das erste und noch nicht habt und das zweite auch noch nicht, dann würde ich eigentlich raten, das Bundle zu nehmen. Denn hier bekommt ihr jetzt Chapter 2, die Weiterentwicklung, ja, auch nochmal mit so viel Spielzeit und größer, weiter, schneller, ihr kennt das ja. Beide sind auf der PlayStation VR 2 technisch absolut brillant, ja, laufen mit sauberen 90 FPS und die Auflösung ist fantastisch. Inhaltlich großartige Spiele. Hier habt ihr jetzt für 50,99 € dann beide Spiele. Plus Mitglieder für 41,99 €, das ist ein absoluter No-Brainer. Die Spiele kann ich wirklich für den Vollpreis empfehlen und für diese Sale-Preise halt sowieso. Ich liebe sie. Last Labyrinth ist auch einer der wenigen Titel, die ich nicht gespielt habe. Das gibt es jetzt für 27,99 € anstatt 34,99 € plus Mitglieder wieder noch weniger. Das ist so eine Art Escape the Room Puzzle. Ihr sitzt im Rollstuhl und steuert oder begleitet diese junge Dame. Und es ist ein bisschen Mystery Creepy. Das ist das, was ich darüber weiß. Und den Rest müsst ihr selber rausfinden. Von mir habt ihr jetzt den Preis gehört. So, und das gute Gorn. Wahnsinnig witziger Gladiatoren-Arena-Prügler mit einer super witzigen Mechanik. Irgendwie seiner Zeit voraus, was viele Sachen angeht. Ja, ihr könnt den Feind da wirklich sehr detailliert zerkloppen und das Ganze bleibt aber immer irgendwie witzig, weil es halt so eine ulkige Grafik etc. hat. Das ist im Sale für die PlayStation 5 und 4 mit 14,99 € statt 20 €. Tentacula habe ich nicht auf der PlayStation VR, sondern auf einem anderen Gerät mal kurz reingeguckt. Ja, konnte damit jetzt nicht so wahnsinnig viel anfangen, aber das ist eine Geschmackssache. Ich weiß auch nicht mehr genau, worum es ging. Ja? Ihr habt auf jeden Fall große Tentakeln und musst da irgendwie mit einer Stadt interagieren. Es war ein bisschen witzig. Statt 25 kostet es jetzt gerade 19,99 €. Das ist das, was ich euch sagen kann. The Last Clockfinder, da habe ich konkret reingespielt. Das ist ein sehr, sehr schönes physikalisches Puzzlespiel mit einer schönen Idee. Ihr klont euch da selber in der Zeit und müsst mit euch selber interagieren,
um die Puzzle zu lösen. Das ist richtig cool gemacht, mir hat's gefallen. Technisch und grafisch ist es auch wunderschön und kostet jetzt statt 24,99 19,99. Thumper ist auch ein Urgestein, ja. Das gab es auch schon in den ersten Tagen der PlayStation VR 1, da hat es auch schon sehr viel Spaß gemacht. Jetzt auf der PlayStation VR 2 mit den krassen OLD-Farben, höhere Auflösung etc. geht das richtig ab. Und vor allen Dingen hat mich hier das Head Rumbling der PlayStation VR 2 extrem beeindruckt. Ihr steuert nämlich so einen Metallkäfer auf einer Schiene zur sehr schnellen, coolen elektronischen Musik und müsst dann ausweichen und hochspringen und solche Sachen machen. Klingt erstmal komisch, saugt einen aber ganz gut rein. Und jedes Mal, wenn man ein bestimmtes Ereignis im Spiel erreicht hat, dann spult da so eine Energiewelle und explodiert und ihr spürt das krass im Gesicht. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Man kann das mit dem normalen Gamepad auch steuern. Das ist auch manchmal ganz nett, ne? Also relaxed auf dem Couch sitzen und nicht rumfuchteln. Statt 20 Euro kostet jetzt 7,99 €. Absolute Empfehlung von mir. Plus Mitglieder sogar nur 6 Euro. Geiler Scheiß. Das hier habe ich mir auch nicht angeguckt. RC Airplane Challenge ist von Strange Games. Ja, ihr erinnert euch vielleicht, die Jungs, die uns das interessante Honor and Duty auch gebracht haben. Hier steuert man einfach, wie der Name schon sagt, ein kleines Modellblau-Flugzeug. Da habe ich allerdings nicht reingeguckt. Darüber weiß ich nichts, kann ich euch nichts verraten, außer dass es gerade nicht 15, sondern 6,74 € kostet. Viel Spaß. Damit sind wir jetzt schon wieder am Ende. Das ging noch relativ schnuffig. Ich hoffe, für euch war was dabei. Schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich finde das immer sehr interessant, was so der Geschmack von euch ist. Jeder hat ja seinen eigenen, aber das verleiht mir dann immer einen besseren Überblick über den gesamten PSVR Softwaremarkt und er weiß, wofür es noch gut ist. Ich bin damit raus. Macht euch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns wahrscheinlich am Sonntag nochmal, bin ich mir ziemlich sicher. Vergesst nicht das Däumchen. Abo habe ich schon erwähnt. Habt ihr sowieso schon gemacht. Bis dann, Mo von VR. Immer für euch da. Bye bye. Gibt's was Neues im VR, sei sicher, Mo geht live und unterhält dich mit 2 Stunden No Man's Sky. Auf jedes First Impression kannst du dich verlassen. Also lass ein Abo da, dann kannst du nichts verpassen. Ob auf Rügen in geschlossenen Buden mit gutem WLAN. Hier gibt's heute kein Schnitzel, Alter, was geht, man? Oder direkt von der Messe mit dem Phone. Voller Einsatz, der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Mo von VR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Tensen, Mo von VR.